Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Extensor 15 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar auch ziemlich gut zu lesen, genau hier. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Modell bei uns im Shop. Ganz allgemein kann man zu dem Gerät sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Hier ist es allerdings so, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber der Frontrahmen geht quasi bis hier unten drunter. Also man kommt da einfach super schlecht dran. Das ist natürlich theoretisch möglich. Einfacher wäre es hier wahrscheinlich, wenn man einfach die Einheit löst. Das zeige ich euch auch exemplarisch nachher noch schnell. Genau, ansonsten die Tastatur, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man hingegen auch einzeln tauschen. So, um das Gerät jetzt aufzumachen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Auch hier vorne die drei. Die sind zum Glück alle gleich lang. Also die braucht man jetzt hier nicht großartig sich zu sortieren. Und generell ja, benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da ist nämlich alles drin, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Ja, und dann nehme ich jetzt hier als Aufsatz einfach ein PH0. Und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät benutzen. Zum Öffnen der Unterseite nehme ich jetzt auch hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Kann man jetzt auch was Vergleichbares nehmen. Und dann bei dem Modell sieht man das eigentlich recht schön, ne? Ist hier die Verbindungslinie, die läuft hier vorne lang und auch hier hinten, also relativ gerade und einfach gestaltet. Und dann versucht man im Grunde genommen einfach, sich irgendwo eine Lücke zu schaffen. Ich versuche meistens auf der Rückseite anzufangen, irgendwo in der Nähe vom Scharnier hier. Und ja, hebelt quasi die Unterseite so ein bisschen lose. Und da kommt es jetzt auch so drauf an, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, dann kann das echt ein bisschen schwerer gehen. Also die sind teilweise schon ganz gut verbunden, da jetzt aber nicht mit Gewalt, sondern einfach mit Geduld. Das laute Knacken ist auch völlig normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen. Und dann versucht man das hier eben gerade so ein bisschen aufzuhebeln. Und wenn man merkt, dass das irgendwo echt gar nicht geht, dass es widerspenstig ist oder so, dann sucht man sich einfach eine andere Stelle. Ja? Dann kann man auch einfach mal probieren, hier anzufangen. Und wie gesagt, das Prinzip ist eigentlich wirklich, dass man erstmal einfach nur versucht, das ein bisschen zu lockern. Und da, wie gesagt, nichts mit Gewalt. Also gerade bei dem hier ist es auch so, dass das sehr, sehr gut einrastet. Also da muss man einfach ja, mit ein bisschen Geduld hier vorgehen. Irgendwann hat man dann auf jeden Fall soweit alles geschafft, dass man das meistens mit ein bisschen Rütteln und Wackeln dann abbekommt. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus.
Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, immer als allererstes den Akku vom Mainboard trennen. In dem Fall ist das Kabel hier und auch eine super einfache Steckverbindung. Muss man nämlich nur nach hinten hin rausziehen. Und so ist man auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite und das Gerät hat einfach keinen Strom mehr, was wichtig ist. Sehr wichtig. Gut, was können wir hier so auf den ersten Blick sehen? Wir sehen direkt hier neben dem Akku ist die SSD. Da ist auch Platz für eine zweite SSD. Direkt hier unten drunter ist übrigens die CMOS-Batterie, die hier zum Mainboard läuft. Dann sehen wir 2 RAM-Slots, ist jetzt hier nur einer belegt. Hier sehen wir das WLAN-Modul mit den beiden Kabeln. Dann sehen wir hier den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. In dem Fall ist jetzt hier kein Grafikchip drauf. Bei Acer ist es oft so, wenn die Modellnummer am Ende noch ein G hat, also wenn jetzt hier bei dem EX21555 hier hinten noch ein 55G steht, dann ist das meistens so, dass dann hier eben noch ein Grafikchip verbaut ist. So, dann sehen wir hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die läuft hier zum Mainboard. Weiß ich nicht, ob das standardmäßig bei wirklich jeder Ausführung so ist oder jetzt speziell bei der. Da muss man im Zweifel wahrscheinlich einfach mal nachgucken oder ja, die Rechnung durchlesen oder so, ne? Genau. Ansonsten, ja, das Board hier drüben ist einzeln. Das ist an sich auch gar nicht so verkehrt. Da kann man das zur Not auch noch tauschen. Und genau, ansonsten, ja. So, beim Thema Display hatten wir es ja vorhin. Und da ist es eben so, wenn man hier das Display tauschen will, wie gesagt, der Frontrahmen, habe ich ja gezeigt, ne, der läuft hier so ein bisschen scheps bis hier runter. Das heißt, das ist ekelhaft, das zu machen. Das ist bei dem jetzt aber zum Glück doch sehr, sehr einfach, weil wir haben jetzt hier einmal das Displaykabel, was aus dem Deckel kommt. Das kann man hier einfach nach hinten rausziehen. Genau so, immer alles schön vorsichtig und eben hier, ne, drauf achten. So, dann macht man noch die beiden WLAN-Antennen ab. Die sind ja hier wirklich nur so drauf gesteckt und macht hier aus der Führung. Und bei dieser Geschichte mit den Kabeln und so weiter würde ich auch definitiv empfehlen, hier einfach schnell ein Foto zu machen. Und dann muss man im Grunde genommen eigentlich nur noch die beiden Schrauben hier lösen. Kann das schon hier nach oben klappen und das Gerät dann so quasi rausnehmen. Und da eben deswegen auch ein Foto, also einfach schauen, weil diese beiden Schrauben hier zum Beispiel, ne, da ist ja auch ein kleines X an der Seite, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Da kommen nämlich keine Schrauben rein, die kommen ja vom Gehäuse. Ne? Also wenn man hier eine Schraube reinmacht und dann das Gehäuse zuschrauben will, schlechte Idee. Genau, und ja, und dann kann man eben quasi das dann einfach vom Display trennen und hat einfach so viel, viel mehr Freude daran. Genau, so, ich gebe mir jetzt natürlich, mache mir jetzt nicht die Mühe, die WLAN-Kabel da noch rauszufriemeln. Aber wie gesagt, das ist dann im Grunde genommen alles. Und dann hakt man das hier unten wieder ein. Und dann schaut man also hier vor allen Dingen, ne, dass man hier das wirklich an den Scharnieren packt. So, und dann wieder runter. Hier nichts einklemmt und so weiter. Ne? Auch hier nicht. WLAN-Kabel wieder dran. Displaykabel wieder rein, gucken, dass man da nicht vorne an diese Kontakte generell nicht da dran touchen, ja, wenn die ein bisschen feucht sind oder so, das ist also immer nicht so prickelnd. Und dann kommt das wieder rein. Und natürlich, wichtig, nicht vergessen, auch das wieder festzuschrauben. Gut, RAM tauschen, nachrüsten, mega einfach, wie eigentlich bei jedem Modell. Der RAM generell wird nämlich einfach bloß von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen zur Seite zieht, dann kommt der einem hier quasi schon entgegen. Dann kann man den so rausmachen. Auch hier gilt nach Möglichkeit nicht vorne auf die Kontakte drauf touchen. Und beim Einbau ist es so, der ist eigentlich auch so gebaut, also der würde so gar nicht reingehen. Ja, und dann kann man den einfach rein, drückt den nach unten. In dem Fall mache ich den jetzt wieder hier zurück, bis die beiden Klammern wieder einrasten und schwuppdiwupp hat man das erledigt.
Genauso einfach auch die SSD oder SSDs, je nachdem. Die werden generell immer nur von einer Schraube hier hinten gehalten, also generell bei dem Modell jetzt halt. Und dann kann man die genauso wie beim RAM hier einfach aus dem Slot ziehen. Und ja, genau so dann eben auch wieder zurück in den Slot. Einfach da bis ganz nach hinten, schwuppdiwupp. Ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. Gut, dann Akku, genauso ähnliches Prinzip. Der wird jetzt in dem Fall von diesen beiden Schrauben hier gehalten und ist hier unten einfach ein bisschen eingehakt. Und dann ja, kann man den hier rausheben und auch so super einfach tauschen. Dann sehen wir unter dem Akku hier noch direkt das Touchpad. Und da ist es so, da muss man gucken, wo die Schrauben sind. Das weiß ich jetzt so aus dem Hut auch nicht. Das ist auch schön, wenn das immer alles so super duper verklebt ist. Ja. Ah, okay. Das heißt, hier kommt man tatsächlich eigentlich sehr gut an die Schrauben ran. Wenn ich das nämlich richtig sehe, sind das tatsächlich nur diese beiden Schrauben, die raus müssen und natürlich das Kabel hier trennen. Und das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Diese ganzen Breitbandanschlüsse hier, ob das hier ist, hier ist, hier ist oder hier oder wo auch immer, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Da kann man das Kabel nicht einfach rausziehen. Ja, das klappt man zuerst hier auf und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und ja, beim Wiederverbinden natürlich genau einfach andersrum. Da gibt es auch hier immer so diese weiße Linie oder manchmal auch eine andere Farbe. Da sieht man dann immer ganz gut, ob das wieder richtig drin sitzt. Ja, jetzt in dem Fall wunderbar. Und so funktionieren die hier eben auch. Ne? Aufklappen, rausziehen, blub, zuklappen. Genau. So, und dann kann man das Touchpad eben von der anderen Seite entgegennehmen und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Also das ist in dem Fall echt kein Hexenwerk. Das ist eine relativ einfache, übersichtliche Konstruktion hier. Gut, Akku-Einbau, genauso einfach natürlich. Der wird jetzt einfach hier wieder reingelegt. Und der hat ja hier über den eigentlichen Schraubenöffnungen noch so kleine Öffnungen für die Hilfsführung hier drüben. Ja? Also das heißt, wenn der hier wieder drauf sitzt und hier eingehakt ist, dann ist der im Grunde genommen fertig. Muss nur wieder verschraubt werden und schwuppdiwupp hat man das. Gut, die Lüfter, der Lüfter. Hier drüben gibt es nämlich noch Fan 2, also es muss dieses Mainboard auch in der Variante geben mit 2 Lüftern. Auf jeden Fall gibt es den Lüfter auch einzeln. Das heißt, der wird hier von diesen beiden Schrauben gehalten und hier unten läuft das Lüfterkabel entlang. Und das heißt, das machen wir einfach weg. Okay, die Schrauben scheinen oder auch doch nicht. Ah, ne, doch nicht. Es gibt manche Varianten, wo die Schrauben quasi drin bleiben. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Genau, und dann kann man den Lüfter hier einfach rausnehmen. Das ist hier einfach nur draufgeklebt. Ja, und beim Lüfterkabel einfach schauen. Also jetzt nicht, ich würde hier nicht an diesem Kabel ziehen. Ne? Die sind so dünn, das ist irgendwie, boah, nee. Ich fasse dann irgendwie seitlich und probiere das so rauszuziehen. Genau. Und dann kann man so eben den Lüfter auch super tauschen. Ups. Da kann man sich auch merken, falls jetzt hier mal keine Markierung drauf ist oder so. Es gibt ja auf der einen Seite von dem Stecker hier Kontakte. Ja? Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und ich würde auch immer zuallererst quasi das Lüfterkabel wieder anstecken. Einfach aus dem Grund, weil man das echt nicht vergessen will. Und da auf jeden Fall auch schauen, dass der wieder richtig drin sitzt. Genau. Dann kann man das, wenn man will, auch hier wieder ein bisschen drüber kleben. Ja, und der Lüfter selber, der kommt ja jetzt einfach hier wieder auf die Gewinde. Also auch da, der hakt sich da quasi richtig ein und dann einfach wieder verschrauben. Und dann ist auch das
ziemlich schnell und einfach und schmerzfrei zu bewältigen. So, wenn man dann alles erledigt hat, was man so erledigen wollte, alles wieder gut ist und schön, dann sollte man am Ende, bevor man die Bodenplatte wieder drauf macht, nicht vergessen, ganz zum Schluss, wenn man nichts mehr zu tun hat, den Akku auch wieder zu verbinden. Das heißt, den hier einfach einstecken, auch hier wieder schauen, dass der einfach richtig drin sitzt. Und dann kann man auch die Bodenplatte wieder drüber machen. Und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät drauf und drückt die fest. Und da kann man auch echt feste drücken. Die muss wieder richtig schön zugehen. Ich gehe am Ende auch immer wirklich noch einmal um das Gerät, so wie hier jetzt, und schaue, dass da wirklich alles zu ist. Hier waren auch noch Öffnungen. Und ja, dann muss man eigentlich nur noch alles wieder verschrauben und hat das echt ratzfatz alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.